Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Spaß. In der heutigen Deutschstunde lernen wir Miras Tagesablauf kennen. In diesem Video sind einfache Wörter, die häufig verwendet werden, rot markiert. Wir werden diese Wörter verwenden, um Sätze zu bilden. Beginnen wir damit, der Geschichte aufmerksam zuzuhören. Mira wacht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Sie streckt sich und gähnt, bevor sie aus dem Bett steht. Dann geht sie ins Bad, um sich zu waschen und die Zähne zu putzen. Nach dem Duschen zieht sie sich an und frühstückt. Ihr Lieblingsfrühstück ist Müsli mit Früchten und einem Glas Orangensaft. Sie arbeitet in einem Büro und verbringt den Tag damit, E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. Um 12 Uhr macht sie eine Mittagspause und isst ihr mitgebrachtes Essen. Nach der Arbeit geht Mira oft noch ins Fitnessstudio. Dort macht sie Yoga oder geht auf das Laufband. Danach geht sie nach Hause und kocht Abendessen. Heute macht sie Spaghetti mit Tomatensauce und Salat. Nach dem Abendessen entspannt sich Mira gerne vor dem Fernseher. Sie schaut sich eine Folge ihrer Lieblingsserie an, bevor sie ins Bett geht. Bevor sie einschläft, liest sie noch ein paar Seiten in ihrem Buch. Das ist Miras tägliche Routine, die sie jeden Tag genießt. Mira wacht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Mira wakes up every morning at 7 o'clock. Sie streckt sich und gähnt, bevor sie aus dem Bett steht. She stretches and yawns before getting out of bed. Dann geht sie ins Bad, um sich zu waschen und die Zähne zu putzen. Then she goes to the bathroom to wash herself and brush her teeth. Nach dem Duschen zieht sie sich an und frühstückt. After showering, she gets dressed and has breakfast. Ihr Lieblingsfrühstück ist Müsli mit Früchten und einem Glas Orangensaft. Her favorite breakfast is cereal with fruits and a glass of orange juice. Sie arbeitet in einem Büro und verbringt den Tag damit, E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. She works in an office and spends the day answering emails and writing reports. Um 12 Uhr macht sie eine Mittagspause und isst ihr mitgebrachtes Essen. At 12 o'clock, she takes a lunch break and eats her packed lunch. Nach der Arbeit geht Mira oft noch ins Fitnessstudio. After work, Mira often goes to the gym. Dort macht sie Yoga oder geht auf das Laufband. There she does yoga or uses the treadmill. Danach geht sie nach Hause und kocht Abendessen. Then she goes home and cooks dinner. Heute macht sie Spaghetti mit Tomatensauce und Salat. Today she is making spaghetti with tomato sauce and salad. Nach dem Abendessen entspannt sich Mira gerne vor dem Fernseher. After dinner, Mira likes to relax in front of the TV. Sie schaut sich eine Folge ihrer Lieblingsserie an, bevor sie ins Bett geht. She watches an episode of her favorite series before going to bed. Bevor sie einschläft, liest sie noch ein paar Seiten in ihrem Buch. Before falling asleep, she reads a few pages of her book. Das ist Miras tägliche Routine, die sie jeden Tag genießt. This is Mira's daily routine, which she enjoys every day. Jetzt wirst du es nach mir wiederholen. Mira wacht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Mira wacht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Sie streckt sich und gähnt, bevor sie aus dem Bett steht. Sie streckt sich und gähnt, bevor sie aus dem Bett steht. Dann geht sie ins Bad, um sich zu waschen und die Zähne zu putzen.
Dann geht sie ins Bad, um sich zu waschen und die Zähne zu putzen. Nach dem Duschen zieht sie sich an und frühstückt. Nach dem Duschen zieht sie sich an und frühstückt. Ihr Lieblingsfrühstück ist Müsli mit Früchten und einem Glas Orangensaft. Ihr Lieblingsfrühstück ist Müsli mit Früchten und einem Glas Orangensaft. Sie arbeitet in einem Büro und verbringt den Tag damit, E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. Sie arbeitet in einem Büro und verbringt den Tag damit, E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. Um 12 Uhr macht sie eine Mittagspause und isst ihr mitgebrachtes Essen. Um 12 Uhr macht sie eine Mittagspause und isst ihr mitgebrachtes Essen. Nach der Arbeit geht Mira oft noch ins Fitnessstudio. Nach der Arbeit geht Mira oft noch ins Fitnessstudio. Dort macht sie Yoga oder geht auf das Laufband. Dort macht sie Yoga oder geht auf das Laufband. Danach geht sie nach Hause und kocht Abendessen. Danach geht sie nach Hause und kocht Abendessen. Heute macht sie Spaghetti mit Tomatensauce und Salat. Heute macht sie Spaghetti mit Tomatensauce und Salat. Nach dem Abendessen entspannt sich Mira gerne vor dem Fernseher. Nach dem Abendessen entspannt sich Mira gerne vor dem Fernseher. Sie schaut sich eine Folge ihrer Lieblingsserie an, bevor sie ins Bett geht. Sie schaut sich eine Folge ihrer Lieblingsserie an, bevor sie ins Bett geht. Bevor sie einschläft, liest sie noch ein paar Seiten in ihrem Buch. Bevor sie einschläft, liest sie noch ein paar Seiten in ihrem Buch. Das ist Miras tägliche Routine, die sie jeden Tag genießt. Das ist Miras tägliche Routine, die sie jeden Tag genießt. Lass uns die ganze Geschichte noch einmal hören. Mira wacht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Sie streckt sich und gähnt, bevor sie aus dem Bett steht. Dann geht sie ins Bad, um sich zu waschen und die Zähne zu putzen. Nach dem Duschen zieht sie sich an und frühstückt.
Ihr Lieblingsfrühstück ist Müsli mit Früchten und einem Glas Orangensaft. Sie arbeitet in einem Büro und verbringt den Tag damit, E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. Um 12 Uhr macht sie eine Mittagspause und isst ihr mitgebrachtes Essen. Nach der Arbeit geht Mira oft noch ins Fitnessstudio. Dort macht sie Yoga oder geht auf das Laufband. Danach geht sie nach Hause und kocht Abendessen. Heute macht sie Spaghetti mit Tomatensauce und Salat. Nach dem Abendessen entspannt sich Mira gerne vor dem Fernseher. Sie schaut sich eine Folge ihrer Lieblingsserie an, bevor sie ins Bett geht. Bevor sie einschläft, liest sie noch ein paar Seiten in ihrem Buch. Das ist Miras tägliche Routine, die sie jeden Tag genießt. Hier ist der Ausspracheführer für die beliebtesten deutschen Wörter zusammen mit ihrer Bedeutung auf Englisch. Waschen, waschen, to wash. Putzen, putzen, to clean. Duschen, duschen, to shower. Emails, emails, emails. Frühstück, Frühstück, breakfast. Bitte klicken Sie auf den Gefällt mir-Button, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen. Vielen Dank.